Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und leckeres Rezept für einen Thunfischsalat mit selbstgemachtem Thousand Island Dressing. Für den Salat als erstes 2 Eier vorsichtig mit einem Löffel in sprudelnd kochendes Wasser geben und für ca. 10 Minuten darin kochen lassen. Für das Dressing zunächst eine Gewürzgurke in feine Würfel schneiden, außerdem eine Handvoll Petersilie fein hacken, dann Petersilie und Gurke zusammen mit je 75 Gramm Mayonnaise und Joghurt, 25 Gramm Ketchup, 25 Milliliter Milch, einem guten Schuss Apfelessig, einem gehäuften Teelöffel Eiweiß, je einem halben Teelöffel Sambal Oelek, Zwiebel sowie Knoblauchpulver, dem Saft einer Viertel Zitrone und einer guten Prise Salz und Pfeffer in eine Rührschüssel geben und mit einem Schneebesen oder Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Das Dressing anschließend bis zum Anrichten zur Seite stellen. Als nächstes die Eier vom Herd ziehen, mit kaltem Wasser abschrecken und anschließend abkühlen lassen. Anschließend müssen wir nur noch die Salatzutaten vorbereiten, das heißt einen halben Kopf Eisbergsalat, grob in Stücke oder Streifen schneiden, eine halbe Salatgurke längs halbieren und dann in Scheiben schneiden, außerdem 2 bis 3 Tomaten halbieren und ebenfalls in dünne Scheiben bzw. kleine Segmente schneiden, dann noch eine Paprikaschote entkernen und in Streifen schneiden, eine kleine rote Zwiebel abziehen und in Ringe schneiden und eine große Möhre schälen und mit einer Reibe grob raspeln. Zum Schluss noch die beiden Eier abpellen und mit einem Messer vierteln und danach zum Anrichten einen großen Teller hernehmen, mittig den Eisbergsalat darauf verteilen. Als nächstes am Rand die Gurken sowie Tomatenscheiben anrichten. Dann in der Mitte die Möhren, außerdem Paprika und Zwiebelstreifen, die geviertelten Eier auf dem Salat verteilen und etwa eine halbe Dose abgetropfter Thunfisch. Zum Schluss alles mit ein paar Esslöffeln Dressing beträufeln und sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.